In dieser kleinen Kiste sind so die ungewöhnlichsten Trenn- und Schleifscheiben der Welt. Und wer jetzt denkt, ich übertreibe, guckt euch das an. Das ist wirklich mehr als interessant und mehr als ungewöhnlich. Und ich denke mal, wir sind uns alle einig, ein Winkelschleifer mit einer guten Trennscheibe darf in keiner Werkstatt fehlen. Damit kann man wunderbare Zuschnitte erstellen, man kann gerade Schnitte erstellen. Das Ganze hat nur ein riesengroßes Problem. Wenn man mal eine Kurve schneiden muss oder ein Loch ausschneiden muss, dann ist so eine Trennscheibe einfach nicht geeignet. Und da hat sich Tyrolit gedacht, wir entwickeln einfach eine spezielle Trennscheibe, mit der man wirklich Rundungen und Löcher ausschneiden kann. Und sowas sieht so ungewöhnlich aus. Ich habe das im Internet gesehen und dachte, das müssen wir unbedingt testen. Wenn man das jetzt auspackt, ist das schon ein sehr, sehr ungewöhnlicher Anblick. Das ist eine gewölbte Trennscheibe. Das heißt, die ist nicht mehr gerade, die ist gewölbt und der Sinn dahinter ist im Prinzip sehr, sehr simpel. Wenn wir eine normale Trennscheibe haben, dann arbeiten wir hier mit der Kante und hier arbeiten wir mit der inneren Kante. Und dadurch können wir halt Radien schneiden. So verspricht es zumindest die Werbung und das wollen wir jetzt ganz einfach mal ausprobieren. Ach so, zwei ganz wichtige Hinweise am Anfang. Wenn man ein neues Schleifmittel hat, das erste, was man macht, man überprüft wirklich, ob das für sein Werkzeug geeignet ist. Ich habe hier 12.250 Umdrehungen die Minute. Der Winkelschleifer macht so 10.000, 11.000. Also das passt. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, oh, hier ist ja noch Geld drin. Ja, ganz wichtig. Nee, muss ich immer sagen aus Spaß, weil viele denken dann immer irgendwo, man kriegt hier Millionen für oder sowas. Ich habe bei der Firma Tyrolit angefragt und die haben mir ganz einfach mal solche Trennscheiben zur Verfügung gestellt. Das ist hier keine bezahlte Werbesendung. Ich teste das. Wenn die Schrott sind, werde ich euch das sagen. Wenn die absolut genial sind, werde ich euch das auch sagen. Und ich sage vielen Dank an die Firma Tyrolit, dass sie mir das und noch ein paar andere schöne Sachen zur Verfügung gestellt haben. Und bei den anderen schönen Sachen, da gucken wir nachher mal, was wir damit machen. Mein erster Schnittversuch ist so ein bisschen eine Nullnummer. Wie an jedes neue Werkzeug muss man sich wirklich auch an diese Trennscheibe gewöhnen. Ich habe die normale Trennscheibe, damit habe ich einfach mal versucht, welchen Radius kann man da noch mit schneiden. Das ist 8 mm Stahlblech. Und hiermit kratze ich diese Oberfläche so ein bisschen an. Die meisten werden das kennen. Und dann gehe ich immer wieder durch diese Führung, durch diese Nut durch. Und so habe ich das jetzt auch mit dieser Trennscheibe, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, gebogene Trennscheibe, Curve-Trennscheibe heißt sie, genau, habe ich das auch versucht und da rutscht man aber immer so weg. Das heißt, man muss sich hier viel mehr konzentrieren, dass man den Schnitt behält. Das ist so die erste Erkenntnis. Ansonsten funktioniert die Trennscheibe gut, dauert deutlich länger als mit einer Millimeter-Trennscheibe und wir haben natürlich einen deutlich breiteren Schnitt. Wir haben erstmal schon mal den breiteren Schnitt, dadurch, dass die Scheibe dicker ist und dann haben wir die ja so leicht schräg, weil wir hier mit dieser Kante arbeiten und dann kriegt man einen relativ breiten Schnitt. Also man hat hier problemlos eine Schnittbreite von 3 mm, was man hier raustrennt und das dauert natürlich deutlich länger als mit der Millimeterscheibe. Was einem aber auffällt, dass so eine Trennscheibe wirklich eine Bombenstandzeit hat. Durch die Materialstärke oder so, also die hält wirklich lange. Ich habe hier 2, 3 Schnitte von so dicken Material ausgeführt und das hat erstmal problemlos funktioniert, ist aber auch keine Weltsensation. Darum ist der zweite Schnittversuch ganz einfach mal das, wofür die Scheibe auch eigentlich gedacht ist. Das ist 3 mm Stahlblech. Hier habe ich mir mal ein 120 mm Loch angezeichnet und jetzt schneide ich das Ganze aus. Da fallen so ein paar Sachen auf, was völlig anders ist. Man muss halt immer die Kontur behalten, da muss man wirklich drauf achten. Das Ganze wandert ein bisschen breiter nach außen, darum habe ich jetzt schon so ein bisschen weiter innen angefangen. Da muss man so ein bisschen das Gefühl für bekommen. Und mit der normalen Trennscheibe kann ich einseitig arbeiten, kann von der anderen Seite arbeiten. Das kann ich hier halt nicht. Ich muss mich ganz anders positionieren. Das ist so ein gewisser Lerneffekt, aber das funktioniert alles andere als schlecht. Und dann habe ich nach so 3, 4 Minuten so ein wunderschönes Loch. Und ich würde mal behaupten, so auf die Schnelle und in der Qualität kriegt man das mit einer normalen Trennscheibe niemals hin. Und wenn wir jetzt hier nachmessen, können wir gucken, 120 hatte ich gewählt. Ich bin jetzt hier bei 121. Ich bin jetzt hier auch so ungefähr bei 121. Das heißt, wenn man das regelmäßig macht, noch ein bisschen genauer werden will, dann muss man sich darauf einstellen, dass man wahrscheinlich so 117, 118 anzeichnet und dann kommt am Ende des Tages ein 120er Loch bei raus. Aber wenn man sich so die Qualität anguckt, da ist jetzt hier nichts entgratet, da ist nichts in irgendeiner Form nachgeschliffen. Das ist einfach als Anfänger, der noch keine Erfahrung mit der Schleifscheibe hat, ein Loch, das ich hier erstellt habe.
Wenn ich früher in der Werkstatt geschliffen habe, dann habe ich mir regelmäßig meine Arbeitsklamotten ruiniert. Dafür habe ich jetzt eine Lederschürze. Die ist in schwarz, die sieht stylisch gut aus, die ist sehr, sehr bezahlbar und damit bleiben die Klamotten A sauber und B auch sehr, sehr lange heile. Das lohnt sich also wirklich, sich sowas anzuschaffen. Das verlinke ich in der Beschreibung. Und das Ganze geht natürlich nicht nur in einem flachen Blech, sondern auch in einem Behälter, in einem Tank. Den habe ich mir hier einfach aufgespannt. Das habe ich mit Magneten gemacht. Ich habe hier unten meine Magnetvorrichtung, wo ich was aufspannen kann. Das hält natürlich nicht so ein Behälter, dass ich hier vernünftig dran schleifen kann. Darum habe ich mir seitlich noch einen zusätzlichen Magneten positioniert. Jetzt ist das Ganze so fest, dass es wirklich ausreicht, dass man hier vernünftig dran arbeiten kann. Dann habe ich mir ein Loch angezeichnet für ein 114er Rohr und dann arbeite ich das ganz vorsichtig aus. Und wenn man sich das jetzt anguckt, das sieht wirklich auch richtig gut aus. Dauert auch ein paar Minuten. Man muss sich konzentrieren, dass man hier wirklich immer den Schnitt und die Schnittbahn hält. Aber das Ergebnis, das muss ich ganz ehrlich sagen, das stimmt. Das Ergebnis stimmt definitiv. Da ist jetzt auch nichts nachgearbeitet, da ist nichts nachgeschliffen. Das ist wirklich einmal angezeichnet, dann komplett hinterher ausgeschliffen und dann haben wir hier so ein schönes Ergebnis. Immer so 1-2 mm mal Luft oder so seitlich. Das ist aber alles im akzeptablen Rahmen. Wenn man das jetzt hier irgendwo nehmen würde, das einschweißen würde, das ist wirklich perfekt. Was bei den Scheiben auch immer sehr interessant ist, wie rum spanne ich die Trennscheibe ein? Ich habe immer gesagt, von wegen der Flansch kommt zur Maschine, da gibt es immer viele, nein, das stimmt nicht. Und die spannen das Ganze dann so ein, dass sie hier angeblich die Scheibe lesen können. Man sieht das jetzt hier ganz eindeutig, an welcher Seite ist der Flansch, ganz klar an der Maschinenseite. Oder sollte man das Ganze so einspannen, ne? Darum mal diese Diskussion, kann man hier auch zeigen. Mir ist es im Prinzip egal. Ich bin Content Creator, ich zeige euch hier so meine Welt der Dinge. Ich erkläre euch immer so ein bisschen was und wie ihr das am Ende des Tages macht, ob ihr die so rum einspannt oder so, ist mir eigentlich Wumms. Aber man sieht von wegen, vom Hersteller ist es so rum gewollt, der Flansch kommt zur Maschine. Und es ist natürlich auch immer wichtig, nicht zu zeigen, was so eine Schleifscheibe kann, sondern sich über die Sinnhaftigkeit von so einem Werkzeug Gedanken zu machen. Und bei so Löchern ist so eine Scheibe wirklich absolut genial. Wir fangen hier ungefähr so bei 90 mm an. Ich habe aber auch mal hier ganz einfach einen Radius angeschliffen. Und das würde mir persönlich viel zu lange dauern. Das würde ich eher mit einer Trennscheibe austrennen und würde am Ende des Tages vielleicht noch mal so ein bisschen die Kanten überschleifen, hätte genauso ein Ergebnis, deutlich schneller und mit einem deutlich günstigeren Arbeitsmitteln. Dafür wäre das sicherlich nichts. Bei so Bohrungen muss man sich natürlich immer überlegen, ob man das nicht lieber mit einem Plasmaschneider macht. Beim Plasmaschneider ist natürlich der Nachteil, den muss ich erstmal haben. Sowas kostet auch so ungefähr ab 200 €. Ich brauche zusätzlichen Kompressor. Und das Problem ist natürlich auch, ich kann das nicht überall mit hinnehmen. So eine Scheibe mit einem Akkuwinkelschleifer kann ich natürlich überall mit hinnehmen. Und das ist auch so der Riesenvorteil von so einem System. Das heißt, irgendein Monteur nimmt das mit auf seine Akkuflex und dann kann er überall so ein wunderschönes Loch reinschneiden. Und beim Plasmaschneiden wäre es natürlich auch so, ich hätte hier überall Spritzer drin. Hier habe ich ein bisschen Staub, ein bisschen Funken, mehr aber nicht. Beim Plasmaschneiden müsste ich mir was reinlegen oder Wasser kann man auch reintun, wenn das möglich ist. Und dann hat man hinterher auch keine Spritzer. Aber so normal hier einfach reinschneiden. Ich hätte hier drin überall Spritzer. Das würde natürlich das Arbeitsergebnis auch schlecht machen. Also ist eine geniale Scheibe. Man muss aber gucken, ist wirklich nur für sehr spezielle Anwendungen da. Am Ende ist es halt eine sehr geniale Lösung für sehr spezielle Anwendungen. Und wenn man sowas mal hat, dann ist es toll, wenn man so eine Scheibe kennt. Und dafür machen wir ja hier solche Videos. Darum habe ich auch schon mal Schleifscheiben vorgestellt, durch die man durchgucken kann. Ich habe schon mal hier diese Curve-Schleifscheiben vorgestellt. Die sind von Pferd, auch absolut genial. Oder zum Beispiel habe ich eben auch noch mal rausgesucht, die 0,6 mm Trennscheiben. Damit kann man so feine Schnitte machen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das sind aber alles sehr spezielle Scheiben. Die sind meistens auch natürlich 1 € teurer wie diese Scheibe hier. Aber es ist genial, wenn man sowas hat, wenn man es wirklich mal braucht. Ich hatte vorhin gesagt, von wegen Tyrolit hat mir ein paar Schleifmittel mehr geschickt. Und da möchte ich euch natürlich was zugutekommen lassen. Das heißt, unter allen Kommentaren werde ich 3 Sets verlosen mit 2 von diesen Curve-Schleifscheiben. Ein paar normale High-End-Trennscheiben, die wirklich sehr genial sind. Eine Fächerscheibe, Schrubbscheibe packe ich immer noch dazu. Tyrolit ist so ein Hersteller, den hatte ich bisher auch nicht auf dem Schirm. Aber ich muss sagen, die Qualität, was ich hier heute so ausprobiert habe, das macht einen sehr guten Eindruck. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, beim Schleifen. Euer Manni.